wir wollten uns dem stemmen. Wir haben gekämpft, aber letztendlich hat es nicht gereicht. Eins zu 3 in Mainz. Was ist heute schief gelaufen, anders gelaufen, als ihr euch das vorgestellt habt? Was war entscheidend für die Niederlage? Ja gut, Fixpunkte waren die rote Karte, waren die 2 Tore, wo wir nicht konsequent, wo wir individuell einfach dann die Tore schlecht verteidigen. Ich glaube, dass wir an einem guten Checkpoint eigentlich waren mit dem 1-1, dass wir es war ganz klar unser Ziel, in den letzten 5 Minuten damit in die Halbzeit zu gehen, sich neu zu sortieren, alles nochmal, weil dann hat man Zeit. Mit dem Abpfiff oder Sekunden vorm Abpfiff dann das 2-1 zu kassieren, macht es dann natürlich nicht leichter, rennt wieder im Rückstand hinterher und das ist jetzt grob die Fixpunkte des Spiels, die uns am Ende wehtun. Wollten heute unbedingt gewinnen auswärts, keine Frage. Es ist schwierig, natürlich mit 10 Mann schwieriger zu spielen wie mit 11, das ist keine Frage. Trotzdem haben wir es 1-1 gemacht, kurz vor der Halbzeit. Da müssen wir einfach schaffen, mit dem 1-1 in die Halbzeit zu gehen und uns neu zu sortieren. Der Trainer kann uns neu aufstellen. Ich glaube, das war sehr ärgerlich, dass wir da kurz vor der Halbzeit noch das 2-1 bekommen. Das hat uns nicht gut getan. Trotzdem wollten wir zweite Halbzeit raus und alles, was wir haben, geben. Wir wussten, dass es schwierig wird mit 10 Mann, aber wir wollten uns dem stemmen. Wir haben gekämpft, aber letztendlich hat es nicht gereicht. Wie kann euch das passieren? Ihr habt euch noch eingeschworen, wir müssen das Ding jetzt in die Pause bringen mit dem 1-1 und zack, mit dem übernächsten Angriff kassiert ihr das 1-2. Ja, also am Ende ist es individuell einfach nicht konsequent verteidigt. Also klar, am Ende wäre jetzt wirklich kein Fan davon, jetzt immer Namen anzusprechen, aber am Ende müssen wir die innere Linie verteidigen. So, da wo Burkhardt reinläuft, da wird auch reingespielt. Den Rückraum müssen die Jungs, das heißt 6er, 8er plus, je nachdem, ob jetzt noch ein Rechtsverteidiger oder so dabei ist, den Rückraum sichern. So, und dann haben wir das Ding kontrolliert, schlagen den wahrscheinlich jetzt aus und er pfeift ab. Das ist am Ende die Quintessenz aus dem Ganzen. Haben wir ein bisschen was zu lernen. Da müssen wir uns einfach, das, was wir zu Hause machen, das ist der gleiche Platz. Also es gibt keinen Grund,
das auswärts nicht zu machen. Wir haben sogar immer Tausende von Fans dabei. Also ist ja nicht so, dass uns da der Support fehlt. Im Gegensatz, wir haben das Gefühl, dass immer hört man unsere Fans sowieso mehr wie die Heimfans. Deswegen müssen wir da schleunigst von der Mentalität her das angehen wie ein Heimspiel, weil wir haben den Support.